M für Moped. Die Steppe Mitteleuropas. Flaches, weites Land, hohe Gräser, unbekannte Flecken der Natur. Hier gelang es einem Filmteam, erstmals Videomaterial einer faszinierenden wie rätselhaften Spezies zu erstellen. Begleiten Sie uns auf diese Reise in eine unbekannte Welt und werden Sie Zeuge einzigartiger Aufnahmen. Es ist März. Der Winter ist vorüber, die Temperaturen steigen und der Motorradfahrer sucht einen geeigneten Ort, um sein Winterfell abzulegen. Bald findet er einen und die Prozedur beginnt. Dieses Ritual ist Forschern immer noch ein Rätsel. Man vermutet jedoch, dass der Motorradfahrer sein Winterfell mit Hilfe austretender Duftstoffe besprüht, um den Ablageort zu markieren. Andere Wissenschaftler sehen hier einen Zusammenhang mit dem sogenannten Donut. Häufig entdeckt er dabei die örtliche Vegetation. Nun legt er sein kotbestücktes Winterfell ab. Und markiert es ein weiteres Mal. Die Dreistufigkeit des Furzes scheint ein wichtiges Merkmal zu sein, das sich von Art zu Art in Ton und Lage unterscheidet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin überwältigt. Wir gehören zu den ersten Menschen, die dieses Verhalten beobachten. Und die ersten, die es filmen. Das ist wirklich beeindruckend. Was für eine faszinierende Kreatur. Hier sehen Sie den Motorradfahrer mit seinem mit Tarnmustern versehenen Körper. Er ist förmlich eins mit der Umgebung und kann sich dort unbemerkt fortbewegen. Naja, nicht ganz, schließlich sind sie nicht blind. Im Moment kundschaftet er die Gegend nach Nahrung aus. Am Ufer angekommen, tastet er sich vorsichtig an das Objekt heran, was tatsächlich ein Speer zu sein scheint. Diesen kann er nun zum Fischen verwenden. Dazu mehr in den folgenden Bildern. Vorsichtig schleicht er an das Ufer des nahegelegenen Flusses heran, an dem er hofft, frische Fische von Fischers Fritze fangen zu können. Sofort beginnt er im Wasser herumzustochern. Für uns Menschen schlecht zu sehen, befindet sich dicht unter der Wasseroberfläche der kleine, aber nahrhafte Kawasaki-Scheinfisch. Jedoch scheiterte leider dieser Fangversuch. Das war beeindruckend. Niemand wusste, dass Motorradfahrer auch nur einfachste Werkzeuge nutzen konnten. Diese Aufnahmen bedeuten einen großen Durchbruch für unser Verständnis dieser Spezies. Ich bin stolz, einen Teil dazu beigetragen zu haben. Das ist großartig. Leider verlieren wir die Spur des Motorradfahrers, doch wir treffen auf eine Gruppe Eingeborene, die uns von einem anderen Rudel berichten. Und tatsächlich finden wir sie.
Ein Rudel Motorradfahrer, die es sich nicht nehmen lässt, ihr Winterfell in einer gemütlichen Runde zu pflegen, bevor sie es gemeinsam abdünschen. In dieser Gruppe findet sich ein ganz besonderes Exemplar wieder. Bei dem liegenden Motorradfahrer handelt es sich um einen Chopperfahrer, der häufig durch seine träge und doch uneinschätzbare Art auffällt. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich um einen nahen Verwandten des Faultieres handelt. Die leichte Reizbarkeit des Faultieres demonstriert er, als einer der Motorradfahrer einen Lauswechsel verlangt. Und hier sieht man unseren äußerst erschreckten Kameramann. Nicht, er rennt weg. Schade. Damn, that was close. Rasch hat das Filmteam die Gruppe wiederentdeckt und sie bei der Nahrungsaufnahme beobachtet. Es sieht so aus, als hätten sie einen randvollen Schoko-Honda-Insekten-Plastikbau gefunden, woran sie sich nun ernähren. Wachsam hält der Hellhelm-Motorradfahrer die Umgebung im Blick. Der Chopperfahrer stürzt sich auf das Essen, um es für sich zu beanspruchen. Dem Rennsportler langt's und haut mit den Schoko-Honda-Insekten ab. Die anderen fangen an, sich um die daneben gefallenen Insekten zu prügeln. Kurze Zeit später fällt den zwei sich Prügelnden auf, dass gar keine Schoko-Honda-Insekten daneben gefallen sind und nehmen die Verfolgung des Rennfahrers auf. Nach kurzer Jagd klettert er auf einen Baum und wird von seinen Artgenossen umzingelt. Ohne die Möglichkeit zu fliehen, versucht er, die anderen einzuschüchtern. Nach kurzer Zeit jedoch tritt die narkotisierende Wirkung der Honda-Insekten ein, wodurch sich die Situation entschärft und der Streit vollkommen in Vergessenheit gerät. Jedoch auch anderes, wie der Heimweg. Jedes Jahr sterben tausende Motorradfahrer durch diese Droge an Orientierungslosigkeit. TomTom hilft. Kämpfen Sie jetzt gegen die Orientierungslosigkeit der Motorradfahrer. Spenden Sie jetzt. Kontodaten folgen im Abspann. Yeah, we're on the way. You got to believe this. We just received a call from Wir haben gerade einen Anruf von einem Motorradladenbesitzer erhalten und ihr werdet es nicht glauben. Er behauptet, es befände sich ein Motorradfahrer in seinem Laden. Wir sind schon unterwegs, um zu schauen, ob er die Wahrheit sagt. Verdammt, das wäre großartig, nachdem wir die Spur vor 2 Wochen verloren haben. Ja, leck mich doch am Arsch, warum rede ich überhaupt noch? Ich spreche nicht mehr. Ein Motorradladen, wie beschrieben. Tatsächlich finden wir den Motorradfahrer an dem vom Besitzer angegebenen Ort. Scheinbar ist dies sein erster Kontakt mit einem Motorradladen. Im Hintergrund sehen Sie eine Reihe von Hartschalenfrisuren, zwischen denen der Motorradfahrer wählen kann. Aber das ist nicht das Einzige, wonach der Motorradfahrer sucht. Da! Der Motorradfahrer hebt seine Nase und schnüffelt. Er muss wohl eine Fährte aufgenommen haben. Ein Sonderangebot erregt seine Aufmerksamkeit. Hier hört man, wie er sein altes Sommerfell ablegt. Der Motorradfahrer kommt mit seinem neuen Sommerfell aus der Kabine und betrachtet sich im Spiegel. Seht, wie er sich freut. Es scheint ihm gut zu gefallen. Und er läuft weg. Mit dem neuen Fell wird auch sein Gang aufrechter. Kurze Zeit später trifft er sich mit einem ebenfalls neu eingekleideten Artgenossen, mit dem er sich auf die Jagd nach Motorrädern begibt.
Vorsichtig pirschen sie sich ran. Man beachte die Hornhäute an den Ellbogen und den Knien, welche sich durch das viele Kriechen bilden. Diese sind auch als Protektoren bekannt. Die hellere, ins Rot gehende Panzerung deutet auf ein Weibchen hin. Dank ihrer perfekten Tarnung können sie sich unbemerkt nähern. Gleich stößt das Alpha-Weibchen ein leises Grunzgeräusch aus, das den Beginn des Angriffs auf die Opferräder signalisiert. Es ist ein harter Kampf, doch die Motorradfahrer können ihn für sich entscheiden und besteigen ihre Opfer. Nun, da sie im Besitz eines Reittieres sind, kann die Paarungszeit beginnen. Womit wir nicht sagen wollen, dass sie sich mit dem Motorrädern paaren. Somit wären wir am Ende, weil das Filmteam keine Lust mehr auf Motorradfahrer hatte und sowieso viel zu schlecht mit